Teure Mountainbikes machen das Leben von Produktmanagern einfach. Denn bei der Ausstattung können Sie bei Preisen von über 4.000 € und mehr aus den Vollen schöpfen. Aber heute wollen wir uns mal das andere Ende der Preisliste anschauen. Kann das Radon Celles AL 10.0 für 1799 € die Fahnen in der Economy Class hochhalten? Auf bike-test.com haben wir immer den kompletten Mountainbike-Markt im Blick. Und dabei drängt sich ein Trend unweigerlich auf. Mountainbikes, die 10.000 € und mehr kosten, sind in den letzten Jahren deutlich mehr geworden. Es gibt aber auch Marken, die sich aus der Preisspirale ausklinken. Wenn man zum Beispiel das Produktportfolio von Radon anschaut, merkt man, dass trotz guter Ausstattungen kein einziges Mountainbike ohne Motor über 5.000 € kostet. Dass die Bonner gut ausgestattete Bikes wie das Radon Celles AL10 mit einer lupenreinen XT-Ausstattung zu einem attraktiven Preis liefern können, hat 3 Gründe. Erstens, die Bikes gibt es nur im Direktvertrieb. Margen für den Einzelhandel entfallen also. Zweitens, mit bikediscount.de steht ein großer Online-Shop hinter der Marke, der auch im Einkauf gute Preise für die Anbauteile bekommt. Und drittens, Radon entwickelt seine Bikes immer ohne technische Spielereien und Schnickschnack, sondern mit gesundem Menschenverstand und besonders spitzen Bleistift. Und das macht auch der genaue Blick auf dieses Bike klar. Denn dass die Bremsleitung für die Hinterradbremse hier außen verlegt ist vielleicht nicht die ästhetischste Lösung, aber sie erfüllt ihren Zweck. Und außerdem spart sie Produktionskosten und erleichtert die Wartung im Nachgang. Das spiegelt genau wider, wie Radon in der Produktion und Entwicklung von seinen Bikes tickt. Denn nur mit einer gewissen Stringenz im Handeln und der nötigen Voraussetzungen im Einkauf ist es möglich, das Bike von der Bremse über den Schalthebel bis zu den Schaltungskomponenten komplett mit Shimano XT-Komponenten auszustatten. Und obendrein verbauen die Bonner noch eine hochwertige Fox-Federgabel. Dieses Ausstattungspaket gibt es in der Preisklasse wirklich kein zweites Mal. Und das Ergebnis kann sich auch auf der Waage sehen lassen. Denn mit 11,3 Kilo ist das Aluminiumbike in der Rahmengröße L ohne Pedale deutlich leichter als vergleichbare Carbon-Bikes in derselben Preisklasse. Wir haben auch schon das Rockrider Race 47 getestet, das ähnlich viel kostet, aber trotz Carbonrahmen 400 Gramm schwerer ist. Das Geld, das sich Radon durch die Verwendung von einem Aluminiumrahmen spart, investiert der Direktversender in hochwertige Laufräder und Reifen. Die Kombination aus Mavic Crossmax Laufrädern und leichten, hochwertigen Schwalbe-Reifen bringt inklusive der Kassette und den Bremsscheiben unter 4,5 Kilo auf die Waage. Um das besser einordnen zu können, lohnt sich wie immer der Blick auf die Konkurrenz. Beim Canyon Lux World Cup CF8 handelt es sich ebenfalls um ein Racebike, das aber über 5.000 € kostet. Und obwohl der Preis fürs Komplettbike deutlich höher ist und das Bike mit Carbonfelgen ausgestattet ist, bleibt das Gewicht für den Laufradsatz inklusive Reifen und Bremsscheiben und Kassette gleich. Und die leichten Laufräder spürt man auch auf dem Trail. Von schweißtreibenden Kletterpartien oder trägen Antritten will das Bike nichts wissen. Die Schlagrichtung vom Radon Celles AL ist eindeutig. Das Bike geht nach vorne. Und zum starken Vorwärtsdrang passt auch der Lenker-Lockout-Hebel, mit dem sich die Federgabel vom Lenker aus blockieren lässt. Die Sitzposition dagegen ist nicht zu sportlich. So kann man auch als untrainierter Fahrer ohne Bandscheibenvorfall nach einer längeren Tour von dem Bike wieder absteigen. Auf schnellen oder langen Touren durch leichtes Gelände macht das Bike wirklich Spaß. Da gibt es nichts zum Bemängeln. Will man jedoch ins gröbere Gelände mal abbiegen, hier und da mal einen Singletrail mehr mitnehmen, merkt man ganz schnell, die starre Stütze beschränkt den Fahrspaß im Gelände. Man kann den Sattel mit dem Griff an den Schnellspanner zwar per Hand versenken, macht es in der Regel aber für kurze Abfahrten nicht. Und ich habe mich tatsächlich während der Testfahrt mehrmals ertappt, wie ich versucht habe, die Sattelstütze mit dem nicht vorhandenen Hebel am Lenker zu versenken. Mittlerweile gehört es einfach zum Standard und vor allem für Einsteiger hilft so eine Teleskopstütze wahnsinnig, den Fahrspaß im Gelände zu erhöhen. Mit der hohen Sattelstütze lässt sich das Potenzial der wirklich gelungenen Geometrie, der feinfühligen Federgabel und der guten Bremsen bergab nicht vollkommen heben. Dass die 2,25 Zoll breiten Reifen auf den 25 mm Felgen etwas schmaler ausfallen als bei so manchen Konkurrenten, schmälert zwar den Grip im absoluten Grenzbereich, hat mich persönlich jetzt aber nicht so gestört. Die 1x12 Shimano XT-Schaltung ist auch an Bikes für 4.000 € und mehr verbaut und funktioniert in der Praxis wirklich tadellos. Auch die Bandbreite reicht sowohl für steile Anstiege wie auch für lange Touren auf Schottergeraden.
Radon schnürt nicht nur ein gut ausgestattetes, sondern vor allem ein stimmiges und auf Vortrieb orientiertes Gesamtpaket in der Preisklasse unter 2000 Euro. Mit dem Gesamtgewicht von 11,3 Kilo ohne Pedale ist mit dem Bike sogar der Start beim nächsten Marathonrennen oder im lokalen Cross-Country-Rennen möglich. Wer aus dem Bike einen Trailräuber machen will, der sollte in eine Teleskopstütze investieren. Der Rahmen lässt das Nachrüsten zu. Billige Teleskopstützen gibt es ab ca. 100 Euro und die bringen 400 bis 500 Gramm Mehrgewicht an Bord. Wer den Anspruch nicht hat, bekommt bei Radon mit dem Celles AL10 ein faires, leichtes Komplettpaket, das beweist, dass man auch in der Economy-Klasse sportlich unterwegs sein kann.